Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Balaton Park Circuit. Einige von euch werden die Rennstrecke gar nicht kennen. Komplett neu. Die wurde letztes Jahr erst eröffnet und für Motorräder war sie noch gar nicht freigegeben. Die ist ja erst jetzt homologiert gewesen. Die haben ein paar Schikanen eingebaut. Ja, wir werden jetzt Samstag und Sonntag erstmal die World Superbike hier anschauen und am Montag dann hier sogar selber fahren. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal richtig drauf. Aber jetzt geht es erstmal hier rein zur World Superbike. Schaut euch hier mal diesen Eingang schon an. Der sieht so cool aus. Auch hier mit den Flaggen. Überall Superbike-Film. Oh, ich freue mich so sehr. Ja, mein Herz schlägt ja für Bulliger. Den werden wir auch noch treffen in diesem Video. Hoffentlich zumindest. Also das ist eigentlich abgemacht. Schauen wir mal, je nachdem natürlich, wie gut die Rennen laufen. Vielleicht wird es auch noch abgesagt. Aber ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. Da freue ich mich am meisten drauf. Sonst natürlich auf coole Rennen. Ja, schauen wir mal. Jetzt geht es erstmal gleich rein. Wir müssen jetzt kurz unsere Pässe holen. Und dann geht es schon eigentlich, glaube ich, zu Superpole. Die ist jetzt dann bald. Da hinten ist schon das Hotel vom Balatonring. Hier sind die ganzen Pitboxen. Schaut mal, was die hier aufgebaut haben. Wie cool für so kleine Kids so zum Fahren. Das ist richtig geil. Ich will auch hier fahren. Ja, jetzt schauen wir erstmal zu Moto Corsa, weil wir sind bei Moto Corsa nämlich in der Hospitality. Und dann gehen wir auch in die Box rein. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo die hier sind. Aber der erste Eindruck ist schon mal richtig cool. Geil. Da vorne ist die Paddock-Show. Das ist wahrscheinlich dann die Siegerehrung. Ah ja, hier ist auch die Siegerehrung dann. Mega cool. Oh, ich bin so hyped. So, wir gehen hier rein in die Main Area, sag ich mal. Hier schon die Hospitality von Go11. Da waren wir auch schon mal drin. War ich ein bisschen enttäuscht. Aber naja. Soll ich's machen? Hier Jari Montella, glaube ich, oder? Ja, geil. Jetzt müssen wir mal schauen. Moto Corsa ist rechts, glaube ich. Ja, da vorne ist Moto Corsa. Also schaut es euch an. Das schöne Bike hier von Moto Corsa. Die einen oder anderen kennen es ja von euch schon. Wunderschön. Oh, so geil. Sie haben ja jetzt mittlerweile einen britischen Fahrer. Das heißt hier einmal so die britische Flagge und hier auf der anderen Seite die italienische. Oh, so ein schönes Motorrad. Oh, das ist wieder ein Traum. Schaut euch mal den schönen Balatonring hier an. Wunderschön. Oh, das sieht auch alles noch so neu hier aus. So geil. Schaut euch mal den Tank an, den der Ryan Vickers hier fährt. Also der ist irgendwie komplett modifiziert hier mit dem Knieschluss hier irgendwie so ganz komisch. Auch hier total flach und dann hinten dieses Pad. Ja, also sieht man glaube ich auch nicht so oft. Aber was man ganz oft sieht, dass die Superbike-Fahrer echt einen relativ flachen Sitz eigentlich auch haben. Sonst, schaut es euch einfach an. So ein geiles Bike. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber das ist einfach wunderschön. Wunderschön. Ihr seht jetzt nochmal die Box von außen, ist ein bisschen windig, ich hoffe ihr versteht mich aber trotzdem einigermaßen gut. Also hier von Ryan Vickers Moto Corsa Team, hier Sam Lowes, die Mark VDS Maschine. Ja, die ist auch wunderschön. Ich glaube nebendran ist noch Bonobo Action, hier mit Terry McKenzie. Mal kurz weiter, hier noch Jamal Massier, hier noch Marcel Schrötter mit seiner V2, die haben wir auch noch nie in echt gesehen. Da gehen wir aber später noch rein zu dem. Ja, eigentlich dürfen wir uns hier gerade gar nicht aufhalten. Dann Terry McKenzie sein Bike hier. Ist auch interessant, hier hängt ja nicht mal ein Schild von ihm. Scott Redding ist ja eigentlich hier in dem Team gewesen und irgendwas gab es auf jeden Fall und sie haben sich dann entschieden dazu, Scott Redding rauszuschmeißen. Ja, und jetzt fährt Terry McKenzie hier, die Ducati. Komische Story, keine Ahnung was passiert ist. Gerade rote Flagge, wir haben uns gerade ein bisschen, hier Ryan Vickers, wir haben uns gerade ein bisschen verquatscht, deswegen habe ich gar nicht viel mitbekommen. Ich glaube, es sind noch 2 Minuten von der Superpole. Au, au. Okay, ja, ich glaube, ihr habt den Sturz ein bisschen gesehen. Ja, hier Ryan Vickers. Wir schauen jetzt hier noch in der Box die Superpole zu Ende. Müssen wir erstmal abwarten, bis es wieder weitergeht. Hier wird ein bisschen gestretched, auch nicht schlecht. Ziemlich komische Situation. Es mussten alle raus, weil noch eine Runde war. Es haben ein paar geschafft. Es war auf jeden Fall jetzt gelbe Flagge. Ich weiß nicht, wer durchgekommen ist. Bulliger glaube ich schon. Ryan Vickers, wo wir jetzt gerade sind, auf jeden Fall nicht. Das Team ist gerade richtig enttäuscht. Ich zeige euch jetzt gerade nicht die Reaktion von denen. Ja, schauen wir mal. Bulliger war noch auf einer gelben. Toprak zweimal rot. Vickers zweimal grau. Schaut der schlecht aus. Scheiße.
Bulliger, so wie es ausschaut, Vierter. Dritter, Sechster. Oh Mann. Hier kommt er, ihr seht es, ein bisschen enttäuscht auf das Team. Aber nein, es war jetzt natürlich nur Qualifying. Da kommt das Bike. Ja, schade, war halt nur eine Runde und er ist gleich in der ersten Kurve einen Tick zu weit. Wir sind jetzt gerade ganz am Anfang der Strecke. Hier ist Startziel, da geht es dann rechts rum und hier die links. Das sehen wir aber alles am Montag. Jetzt drehen wir uns mal um. Wir sind hier gerade bei den Mädels. Da schauen wir uns auch mal kurz das Fahrerlager an. Das haben wir ja letztes Jahr schon ein bisschen, oder auch die Fahrer haben das ein bisschen bemängelt, dass es ja bei denen so richtig dunkel da drin ist. Also kann man ja, in der Kamera sieht es jetzt gar nicht so dunkel aus, aber in echt ist wirklich nicht so viel Tageslicht. Also ja, wäre vielleicht kluger gewesen, irgendwie vielleicht weiße Zelte oder so, keine Ahnung. Aber ja, das wurde letztes Jahr schon ein bisschen bemängelt. Aber das ist echt cool hier bei den Mädels, weil da kann man echt nah auch an die Bikes hin und vor allem auch nah an die Fahrer. Also das ist ziemlich cool. Ja, ihr seht ja hier Yamaha R7. Eigentlich ganz cool. Auch für die Fans hier, gerade für die weiblichen Fans, die hier auch die Frauen supporten, auch eine coole Experience. Der erste Blick hier mal auf die Strecke. Also Startziel dann hier rechts rum, dann hier so eine ganz lange links und dann kommt man hier auf diese Gegengerade. Und dann hinten geht es dann nochmal weiter. Hier ist die Haupttribüne und ich glaube, da sind wir eigentlich am meisten wahrscheinlich. Das ist ganz cool, weil man kann mich von oben auf der Haupttribüne auch noch runterschauen. Ja, wir könnten aber, glaube ich, auf jede Tribüne, wobei ich glaube, hier siehst du eigentlich mit am meisten. Also gerade auf der Tribüne, da kannst du nämlich auf der anderen Seite noch schauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber und schauen uns die Sicht von dort mal an. Ja, aber die Strecke sieht schon mal sehr, sehr cool aus und man sieht auch einfach, dass sie richtig investiert haben. Kurze Planänderung, wir gehen jetzt erstmal was essen und was trinken. Ich habe so Hunger und auch Durst. Ja, weil da waren jetzt so viele Leute, man muss komplett runtergehen, dann rüber und wieder hoch. Deswegen, egal, das vergessen wir, schauen wir später auf jeden Fall. Wir werden da ziemlich sicher das Rennen anschauen. Ja, jetzt gehen wir erstmal was essen. Angekommen in der Hospitality. Ich sag's euch, das Essen hier ist der Hammer. Also bei Go 11 ist es nicht gut, aber Motocorsa crazy. Es schmeckt so lecker. Hier vorne rechts sitzt auch noch John Mamas hier. Hier sind aber auch noch ein paar Fahrer, die an mir vorbeigehen. Richtig geil. Aber jetzt hier erstmal die Gnocchis. Die sind der Hammer, wirklich. Die sind so geil. Das Ladies Race ist jetzt zu Ende und da kommt die Drittplatzierte. Cool. Ah, diese Victory Lane ist einfach geil, wirklich. Hier ist natürlich jetzt nicht allzu viel los, gerade bei den Mädels, aber bei der Superbike könnt ihr euch vorstellen, da sind die hier 2, 3 Reihen voller Menschen. Jetzt schauen wir mal. Maria Herrera ist Erster geworden und Chloe Jones Zweiter. Das ist Chloe Jones. Und hier Maria Herrera. Wir haben uns jetzt hier vorne ein Eis geholt und jetzt geht es dann los mit dem ersten Rennen. Hier ist schon die Startaufstellung. Wir gehen auf jeden Fall ganz nach oben, wie versprochen. Wie cool. Die Startaufstellung wird schon ein bisschen kleiner. Ihr seht, die ganzen Leute gehen raus. Pole Position, Toprak, dann Sam Lowe's, Locatelli und danach mein Favorite, Nicolo Bulliger. Komm schon, Bro. Er steht direkt hinter Toprak. Also er könnte einfach am Start direkt hinterher ziehen und dann einfach dranbleiben und letzte Runde überholen, oder? Klingt gut, klingt nach einem Plan. Wir schauen jetzt dann gleich auf die andere Seite. Also hier ist der Start, den filme ich euch gleich ab. Und dann kommen die hier rüber, bremsen hier an und dann geht es nach rechts und dann geht es bis hier hinten raus. Ja, schaut euch mal die Anlage an, wie krass geil die eigentlich ist. Wie ich eben auch vorher schon erwähnt hatte, es ist wirklich auf einem richtig guten Level hier alles. Ja, MotoGP kommt ja auch noch her, aber ihr seht, wie groß das alles ist. Auch die Tribünen und alles. Brutal. So, ich bin jetzt gespannt auf den Rennstart. Es geht los in die Einführungsrunde. Oh mein Gott, ist das laut. Schau euch das an, wenn ihr jetzt hier das erste Mal vorbeikommt. Das ist noch die Einführungsrunde. Geil. Ich muss einfach rein, das erste Rennen am Balatonring überhaupt. Und ich war auch einfach noch dabei, wie geil. Allererstes Rennen, also allererstes offizielles Motorradrennen überhaupt hier am Balatonring. Wie krass. Also erster Rennstart überhaupt. Auf jeden Fall ein Sturz passiert. Wir haben leider nicht genau gesehen, wer. Ich glaube, Iannone. Locatelli ist, glaube ich, Erster.
vielleicht was passiert ist. Oh, ihr könnt es kaum erkennen, also ich kann es leider nicht abfilmen. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, wenn ihr den Stream geschaut habt. Ein bisschen kann man es vielleicht erkennen. Jetzt war... Oh! Erst die Anone. Da war die Kamera irgendwie auch nicht mehr drauf. Oh, irgendwie Kettenreaktion. Komisch. Restart. Aber Bulliger, komm schon! Wenn der Angriff kommt, ja Bulliger, komm! Vamos! Sam losgestürzt, erster immer noch Toprak. Und zweiter Bulliger, let's go! 10 Runden, also die Hälfte ist schon gefahren. Toprak immer noch auf 1. Bulliger noch 2. Aber wie krass! Wartet. Petrucci. Er ist als letztes gestartet, ist aktuell 6. Und auch Bahattin Sofolo fährt auch richtig gut. Warte, kommt da. Oh, Bahattin auch stark. Komm schon. Bahattin hat jetzt einen Platz verloren an Bassani, glaube ich. Genau, aber Bahattin trotzdem 13. Das ist richtig stark für ihn. Petrucci von letzten auf den 6. Platz. Und er hat noch ein oder zwei. Einen hat er auf jeden Fall noch vor sich. Alex Lowe's. Brutal. Also das muss man sagen, starke Leistung von Petrucci. Jetzt genießen wir auf jeden Fall nochmal die letzten paar Runden hier. Am ersten Rennen am Balatonring überhaupt. Jetzt noch ein letztes Mal hier, wie Toprak vorbeikommt. Danach Bulliger. Ist doch einfach geil, oder? Boah, ist das laut! Alter! Boah, ist das laut! Oh shit! Boah! Wir haben echt eine gute Position hier bekommen. Petrucci ist gerade an uns vorbei, jetzt kommen die anderen noch. Toprak, Bulliger und Bautista. Bulliger! Woo! Mein Mann! Das sah nicht so glücklich aus, aber egal. Zweiter Platz, nehmen wir mit. Bautista! Toprak kommt. Make some noise for Álvaro Bautista! For Nicolo Bulliger! Nicola! Da ist er. Guter Mann. Bester Mann. Yeah, honestly, I lose some time in the beginning of the race. Race at Balaton Park, Toprak Razgatlioglu. Ja, ist okay. Hat er gut gemacht. Kann man nichts sagen. Martin hat uns freundlicherweise jetzt in die Box gelassen bei denen. Moto-X Racing bei Yamaha. Da saß gerade noch Michael Broom Rinaldi. Hier läuft die 600er gerade noch. Can Öncü ist auch echt gut dabei. Ich glaube, er ist Zweiter, Stefano Manzi Erster. Ja, schaut euch das einfach mal an. Es ist so geil. Auch was die hier für jedes Wochenende aufbauen. Wie die ganzen Wände mit den Monitoren. Einfach schon wieder so eine coole Experience. Allein dieser Blick hier schon mit diesen zwei Bikes in der Mitte. Oh, geil. Der erste Tag ist jetzt schon fast zu Ende.
Wir haben jetzt hier nochmal die 2 Bikes, die ich euch mal ganz kurz ein bisschen näher zeigen kann. Hier von Rinaldi und hier von Barton. Oh, der blaue Bonamici Brake Lever, der ist eigentlich auch ganz cool. Aber es gibt natürlich hier ganz andere Sachen zu sehen, wie die Schwinge und sowas. Ah, geil. Einfach schönes Motorrad. All the time, yeah, full gas. All the time. Maybe Diciani. Yeah. Next generation, 2036. Yeah, We will exactly. push him. Already the contract, everything. We speak to Lorenzo heute. Yeah, exactly. Gerade nochmal bei Moto Corsa, die zerlegen hier gerade das komplette Bike und bauen es komplett wieder neu auf. Schau ich das mal an. Hier, Dimi, sein Sohn, ist verliebt in die Ducati. Bei Yamaha war nicht so, aber Ducati. Er ist total auf Ducati fixiert. Geil. Ja, wichtig. Yamaha ist halt einfach Quatsch. Hör mal auf deinen Sohn. Aber du hast gehört, was er gesagt hat. Ja. Spaß zu fahren. Nein, hat er nicht gesagt. Nein, nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Wann hat er das Yamaha gesagt? hat nicht so viel Leistung wie die Ducati. Ja. Macht mehr Spaß zu fahren. Nein. Das hat er nicht gesagt. Du kannst nicht mal Englisch. Die gleiche Auspuffanlage, die ich auch bei meiner drauf habe. Es sieht einfach auch cool aus, wenn es hier so zu ist. Vielleicht kommt irgendwann noch der Superbike-Tank und das Superbike-Heck, dann mache ich das auch, weil es sieht einfach besser aus. Das war der erste Tag vom Balatonring. Ich hoffe, die ersten Eindrücke haben euch auf jeden Fall gefallen. Morgen treffen wir uns hoffentlich noch mit Bulliger. Heute hat es auf jeden Fall schon mal nicht geklappt. Das wäre echt so cool, wenn ich mich mit Bulliger treffen könnte. Das wäre echt ein Gänsehaut-Moment. Naja, jetzt schauen wir mal. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und sonst, das war es auf jeden Fall vom ersten Tag. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei Tag 2. Das Video hier kommt wahrscheinlich dann am Donnerstag raus. Und der zweite Teil wird dann direkt am Sonntag folgen. Deswegen abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei Tag 2. Ciao, ciao.